Caravansalon. In diesem Video geht es um Toilettenthemen. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute gibt es einen Caravansalon Spezial 2024 und zwar zu dem Thema Toilette. Ist ein Kackthema, aber für uns alle am Ende durchaus wichtig. Es gibt so ein paar Sachen, die ich wieder kennenlernen durfte und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie ist das Video gegliedert? Ganz einfach, wir gehen das der Reihe nach durch. Ihr seht in den Sprungmarken die einzelnen Marken, die ich besucht habe und wo es was Neues gibt. Klar, alle warten auf diese Neuheit von Knaus, die überall ganz, ganz groß angekündigt wurde und die habe ich mir natürlich auch für dich angeschaut. Und insofern gehen wir das einfach peu à peu durch und damit würde ich sagen, können wir auch sofort starten und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit mir gemeinsam hier auf dem Caravansalon 2024 die Toilettenneuheiten zu durchstöbern. Der Klofluencer ist wieder unterwegs. Ich bin da sehr interessiert dran und jetzt bin ich bei Perfect Van. Bevor wir aufs Produkt kommen, sag ganz kurz, wer du bist. Stell dich mal ganz kurz vor, bitte. Ja, gern. Ich bin die Annette Siegle, komme aus dem schönen Ludwigsburg, Besigheim und bin Entwicklerin, Erfinderin der Trendtoilette hier. Perfekt. Und wir haben dich ja schon mal beim Messe-Highlight gesehen, Annette. Ja. Und du hast aber wieder was Neues mitgebracht. Erzähl mal kurz, was haben wir denn hier? Ja, eine Umsetzung für die Banktoilette. Also es war letztes Jahr auf dem Caravan, waren doch so viele da, die gesagt haben, sie haben eine Banktoilette. Und da gab es halt bisher noch keine Lösung. Und das haben wir jetzt hier mit. Sehr fein. Magst du uns mal zeigen, so ein bisschen kurz, wo habe ich denn dann das Schubpfad? Das müsste ja an der Seite sein. Das ist jetzt quasi eine linke Version. Ja. Es gibt es natürlich auch noch für rechts, weil je nachdem unterschiedliche Seiten es gibt. Und auch hier ziehe ich dann den Tank raus. Da haben wir 10 Liter Fassungsvermögen vom Urintank. Okay. Und ich habe den Feststoffbehälter, den ich dann auch rausziehe. Und auch hier wieder die Umleitung über unsere Urinrinne. Ja, das ist die große Besonderheit, dass man eben auch hier die Toilette drehen kann. Ne? Also man hat noch ein bisschen mehr Platzgewinn, das haben wir ja auch bei der normalen, dass es einfach ein bisschen komfortabler wird. Bei meinem letzten Video habe ich das noch mitbekommen, Annette. Da haben die Leute auch immer wieder nach dem Umbau gefragt und ich konnte nicht so wirklich antworten. In der Regel wird es ja so sein, dass die Leute wahrscheinlich von der Kassettentoilette kommen. Genau. Wie ist es mit dem Umbau? Ist das sehr kompliziert? Wie lange dauert das? Was sagst du da? Also eigentlich völlig unkompliziert. Okay. Die Toilette ist in 2 Stunden 3 eingebaut bei Laien. Okay. Und die, sage ich mal, 3, 4, weil der Ausbau schwieriger ist. Ja. Aber ich würde sagen, du kommst einfach heute Abend vorbei, da mache ich das nämlich mal live. Da machst du es live? Ja, auf P1. Ja, da sind wir doch dabei. Das gucken wir uns an. Welche Zeit gibst du vor? Maximal 90 Minuten. Oh, das ist entscheidend. In 90 Minuten ist die Toilette, also die alte rausgebaut, die neue reingebaut? Raus, neue rein, mit allem Pipapo. Challenge accepted. Das gucken wir uns an, wenn euch das interessiert. Ich verlinke dieses Video dann sehr, sehr gerne. Das wird noch ein bisschen dauern dann, weil das muss ich natürlich entsprechend zusammenschneiden. Aber da bin ich sehr gespannt. Also wenn ich da kommen darf, komme ich. Gerne. Da haben wir ein Date, wir zwei. Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Du, dann herzlichen Dank und euch eine ganz gute Messe. Und wir sehen uns heute auf P1 beim Toilettenumbau. Genau. Bis dann. Jetzt bin ich zu Clesana gehuscht, denn es passiert ja einiges auf dem Markt. Bevor wir loslegen, ganz kurz dein Name, wer bist du? Ich bin der Daniel und ich freue mich, dass ihr euch heute mal oder dass du dir die Neuerungen anschauen willst, mit denen wir dieses Jahr auf dem Caravansalon feilbieten. Ah, da gibst du mir gleich mal eine Stallvorlage, denn das wäre genau die nächste Frage. Was habt ihr denn Neues? Gibt es was Neues? Offensichtlich schon. Tatsächlich, genau. Also wir haben die Toilette per se inhaltlich, mechanisch nicht geändert, aber was wir immer gern machen, wir nehmen die Verbesserungsvorschläge von Kundenseite an, weil da haben wir in den letzten 2 Jahren, wie du ja auch mitbekommen hast, immer wieder Kleinigkeiten verbessert, so dass die Toilette, wie wir sie uns gedacht haben, wirklich so funktioniert, wie das tatsächliche Nutzungsverhalten ist. Fangen wir hinter dir gleich mal an. Was sehen wir denn da? Also wir sehen hier einmal 0% Rohöl. Das ist das Wichtigste. Wir sind ja schon ganz lange an dem Thema, dass wir mit dieser Folie, also hat bei uns den Anspruch der Hochbarriere aus der Medizin kommen und dass die Leute sagen, hey, wir finden die Idee super gut, aber tatsächlich das einfach immer in Folie einzuschweißen, das zu 100% Rohöl ist, da haben wir ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Was völlig legitim ist. Für uns war bis dato immer die Barriere das Allerwichtigste und wir haben ja auf den letzten Messen auch immer unsere Entwicklung gezeigt, was wir alles an Folientypen gemacht haben. Und dieses Jahr haben wir jetzt tatsächlich eine Folie, die wir hier angeschrieben zu 60% komplett aus Biomasse besteht, 30% Recyclingmaterial und der Rest ganz normale Farbpigmente, die nicht nur biologisch basiert ist, sondern auch die gleiche barrierische Eigenschaft hat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt,
Biologie bzw. Bio und Barriere schließen sich nicht aus. Das war eine Sache, die jetzt relativ lang gebraucht hat, bis wir das geschafft haben. Aber wir werden diese Folie ab Anfang nächsten Jahres feilbieten können. Und so hat quasi jeder die Möglichkeit, auf eine biologische Folie zu wechseln, ohne Kompromisse bei der Barriere und bei der Sicherheit, bei der Geruchsdichtigkeit eingehen zu müssen. Verstehe. Das bedeutet aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also wir reden nicht von biologisch abbaubar, sondern biologisch hergestellt, richtig? Exakt, genau, biologisch hergestellt. Also biobasiert, biologisch abbaubar oder kompostierbar wäre ja ein Thema, wo wir sagen würden, okay, dann muss ich unter gewissem Druck und Temperatur, zersetzt sich das Ganze. Da ist ein bisschen das Reglement so, wir haben die auch im Portfolio, wir verkaufen die nur nicht, weil die suppen relativ schnell. Also wenn es wirklich gemäß der EU-Norm biologisch abbaubar ist und das auch die Müllverwertung, die im Biomüll akzeptiert, dann wäre das eine Sache, die völlig widersinnig von diesem Konzept oder gegen das Konzept freistehen wäre. Dann muss ich innerhalb von einem Tag das Ganze entsorgen, habe das Problem dann weg, aber dann schiebe ich die Probleme Richtung Stellplatz, Richtung Abfallentsorger und das möchten wir nicht. Sondern wir haben hier eine Variante, die biologisch basiert ist. Das heißt, wir haben kein Prozent Rohöl drin und werden aber natürlich in der Zukunft auch noch weiterentwickeln, dahingehend, dass wir sagen, gibt es denn Entwicklungen, polymerchemische Entwicklungen, die uns das dann auch erlauben, irgendwann kompostierbar zu machen. Aber wichtig immer da, das muss trotzdem im Rest- und Hausmüll, so in südeuropäischen Gefilden landet es dann in der Deponie und da haben wir Druck und Temperatur und genau das braucht es, als dass die Folie auch sauber zersetzt wird. Sehr cool, da können wir ja dann vielleicht bei der CMT nochmal rückquatschen oder wie auch immer. Genau. Zwei Fragen habe ich. Einmal hier sehe ich jetzt so einen Aufdruck auf der Folie. Genau. Magst du uns das kurz erklären? Ja, sehr gerne. Das sind Ausrufezeichen, das bedeutet jetzt nicht Gefahr, sondern was wir hier gemacht haben. In gewisser Weise schon. Ja, das stimmt, da bin ich bei dir. Wir haben die einmal zum Ende des Liners hingemacht. Und wie du wahrscheinlich weißt oder wie viele wissen, jeder Liner ist ca. 80 cm länger, als die Steuerung weiß. Warum machen wir das? Wenn wir jetzt beispielsweise ein bisschen das Geschäft sammelt, also das heißt über Nacht mehrmals auf Toilette geht, dann kann es sein, dass der ein bisschen nachrutscht. Das ist der sogenannte Schlupf. Und um den zu kompensieren, machen wir den Liner länger. Wir haben jetzt immer wieder gesehen, das Nutzungsverhalten variiert ja. Es gibt tatsächlich Familien, die gehen über die Nacht komplett auf Toilette 5, 6, 7 Mal und es gibt die Leute, die nutzen das nur ein einziges Mal. Und die möchten wir nicht in unser System zwingen, sondern mit dieser Bedruckung stellen wir sicher, dass diejenigen, die keinen Schlupf haben, sehen, wann ist die Folie zu Ende, die Steuerung läuft auf 0, bis dato wurde die Folie dann immer durchgefördert und die haben jetzt noch die Möglichkeit, die restlichen 80 cm zu nutzen, mehr aus ihrem Liner rauszukriegen und diejenigen, die sagen, hey, wir sammeln ohne Ende, die sehen tatsächlich, auch wenn der Zähler dann nicht übereinstimmt, wann ist die Folie zu Ende. Und wir haben dieses Ausrufezeichen auch ganz am Anfang vom Liner, weil das hilft beim Einsetzen. Wenn ich das Ausrufezeichen rechts oder links an der Kassette platziere, dann habe ich den minimalsten Schlupf, weil der Liner so am besten hält. Jetzt hast du vom Innovation Lab gesprochen hier und hier steht ganz groß Power Management. Hilft mir das beim Kacken oder wie? Es hilft dir in der noch Vorbereitung schneller dazu. Okay. Definitiv. Vielleicht manchmal auch tatsächlich auch beim Toilettengang, wenn du ein Problem mit der Bordelektronik hast. Okay. Und zwar hatten wir immer wieder die Situation, die Toilette per se ist ja konstruktiv so ausgelegt, dass sie sich relativ einfach nachrüsten lässt. Was wir nicht wissen, wie verbauen die Hersteller ihre Batterien, wie sind die Klemmleisten vorgesehen, können wir immer von der Batterie zur Toilette oder was von Zeitaufwand bedeutet es auch. Also das ist teilweise mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand, Kabel ziehen, eventuell sogar Loch durch den Unterboden verbunden. Genau. Und dann haben wir immer gesagt, es müsste doch eine Lösung geben, wie man a, diese Elektroinstallation sehr viel einfacher machen kann und b, wie man sicherstellen muss, dass man die Toilette nutzen kann, auch wenn die Bordbatterie mal nicht funktioniert. Oh wow, okay, jetzt bin ich dabei. Und was wir hier gemacht haben, ist das sogenannte Power Management. Das ist eine Sache, das ist, genau, sehr gerne. Das ist aus unserer Idee entsprungen, aber in Zusammenarbeit mit der Firma Votronic, ist wahrscheinlich ein bekannter Name, aus Deutschland entstanden. Und generell, was wir hier dargestellt haben, hier oben siehst du einmal das, was im Wohnmobil mit drin ist. Das heißt, das ist der Elektroblock, dann haben wir hier unser Display für den Bordstrom und das hier unten ist das sogenannte Power Management. Was von uns kommen wird, ist einmal dieses kleine schwarze Kästchen. Das ist nichts anderes als ein Relais, das gleichzeitig auch eine DC-DC-Ladefunktion hat. Warum ein Relais? Wir empfehlen ja aktuell auch schon den Einbau mit einem Relais, weil, wenn ich mein Bordnetz ausschalte, legt der elektrische Schalter um und die Toilette zieht keinen Standby-Strom. Wir sind hier sogar noch ein Stück weiter gegangen. Dieses Votronic Power Management Teil, also mit der Relais-Funktion, braucht 10-mal weniger Energie als die Klesana im Standby. Da reden wir von 3 Milliampere. Sehr, sehr, sehr wenig. Das heißt, ich muss das Ding auch nicht immer vom Strom nehmen. Das ist die eine Funktion. Ich kann das auch so installieren, also auch wenn ich nicht das Power Management als solches nutzen möchte. Und die zweite Funktion des Power Management ist, es ist ein DC-DC-Ladegerät. Und jetzt siehst du hier schon, wir haben hier eine Batterie installiert. Das bedeutet, die Idee ist, du reißt deine alte Toilette raus.
Unsere Clesana mit dem L-Adapter wird eingebaut oder mit dem Rundsockel und du hast immer einen gewissen Platz, da wo vorher, also zwischen der Außen- und der Innenwand, wo vorher die Kassette war. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach dieses Relais einzuschrauben. Und eine kleine, hier haben wir eine Motorradbatterie gewählt, dass man einfach mal sieht, dass es da kann auch AGM, das ist eine Silizium-Eisenphosphat mit 3,4 Ampere-Stunden. Und die macht nichts anderes als Pufferspielen für unsere Clesana. Aus der kriegen wir jetzt 50 bis 20 Toilettengänge raus. Das heißt, ich schließe meine Clesana dann direkt hier an, also über das Power Management. Wir sehen hier mal die Kabel. Über das Power Management gehe ich auf die Batterie und gehe dann direkt an meine Clesana. Und die Clesana zieht den Strom von der Batterie. So, und wenn ich die Clesana nicht brauche, dann macht mein Relais folgendes, das ja oder mein Power Management, das auch DC-DC-Ladegerät ist, das lädt meine Pufferbatterie immer konstant, immer kleinen Ladestrom. Das heißt, dargestellt, das Einzige, was ich an Kabel ziehen muss oder an Kabel legen muss, ist das Kabel vom EBL zum Power Management. Mit etwas Glück kann ich die vorhandenen Kabel für die Wasserspülung nutzen, wenn es Dauerpluskabel sind. Ansonsten muss ich Kabel ziehen, 2 Kabel mit 1,5 Quadrat. Das ist eine Sache von 20 Minuten. Okay, also dann habe ich es jetzt verstanden. Ich dachte erst, ihr symbolisiert mit der Batterie die Bordbatterie, aber das ist nicht so. Das bedeutet nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich kann jetzt quasi spülen, schweißen, wenn ich Probleme mit der Bordbatterie habe, kein Thema. Das bedeutet aber auch, wenn ich vorher eine Toilette hatte mit Wasserspülung, habe ich in der Regel zu dünne Drähte gelegt, weil ich eigentlich kleinere Ströme brauche als bei dieser Toilette. Ich muss aber keine neuen Kabel nachziehen, ich benutze die vorhandenen, schließe das hier an und ich habe... Verstanden. Total selbstlose Frage. Angenommen, ich hätte schon eine Clesana in meinem Fahrzeug verbaut und ich finde das jetzt sehr interessant. Kann ich das nachrüsten? Absolut, weil du hast ein Relais verbaut bei dir im Fahrzeug und die meisten haben ein Relais verbaut. Das bedeutet einfach, hier hast du ja quasi schon genau die gleichen Kabel-Ein- und Ausgänge. Du nimmst einfach dein altes Relais raus, schließt das Clesana Power Management an und gehst mit einem Kabel, das du aktuell auf deine Batterie geschalten hast, auf diese kleine Pufferbatterie. Und dieses Batteriekabel lässt du einfach liegen, weil du kannst dann sogar theoretisch switchen. Es gibt zwar keine Notwendigkeit dazu, aber du hast immer die Möglichkeit. Nächste Frage, wichtigste Frage. Angenommen, ich sollte das nachrüsten wollen. Diridari? Das komplette Power Management vorverkabelt wird im Bereich 150 € Endkundenpreis sein. Also das heißt einmal dieses Votronic DC-DC Relais, Schrägstrich oder DC-DC Ladegerät Relais mit der kompletten Verkabelung wird bei 150 liegen. 150 €. Genau. Perfekt, herzlichen Dank. Und dann haben wir hier noch einen Magnetdeckel, sehe ich. Richtig, genau. Und das war auch tatsächlich eine Sache, die uns vor inzwischen 1,5 Jahren zugetragen wurde, dass Leute gesagt haben, weil unsere Toilette etwas größer und breiter ist, hey, wir haben kleine Einbauräume und gerade bei Dometic-Toiletten ist es oft so, wo der Deckel ja in der Mitte quasi nur das Loch abdeckt oder bei 5,40 Meter Fahrzeugen, ich kriege den Deckel nicht ganz auf. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Entweder wir machen eine zweite Deckelvariante, das wäre aber dann auch wieder mit mehr Kosten verbunden, weil einen kompletten Deckel zu spritzen, neues Werkzeug und. Dann haben wir gesagt, halt, wir machen das folgendermaßen. Die meisten unserer Kunden sind handwerklich mehr als begabt. Und selbst wenn ein Kunde das selber nicht machen will, wir haben ein sehr großes Händlernetzwerk, wir machen einfach einen kleinen Umbausatz. Und das bedeutet, im Endeffekt haben wir hier nichts anderes gemacht, als dass wir eine Anleitung mit einem kleinen Umbaukit mit Magneten machen, wo ich einmal den Softclose-Dämpfer also den Softclose-Scharnier aus meinem Deckel rausnehme und das mit einem Magnetscharnier ersetze. Und so habe ich dann die Möglichkeit, das zeige ich dir, meinen Deckel nicht nur zu öffnen, sondern ich kann ihn dann einfach abnehmen. Alles klar. Und er findet sich wieder komplett selber. Top. Softclose habe ich natürlich nicht mehr, Ja, okay. aber ich kann ihn wegnehmen. Daniel, jetzt habe ich eure Innovationen und eure Neuerungen gesehen. Vielen Dank schon mal für diesen kurzen Überblick. Jetzt brennt aber eine Frage. Ja. Ich habe mich ja umgesehen auf der Messe und es war ja auch sehr viel Hype um die Toilette von Knaus. Absolut. Ist das eure Toilette eingekauft? Ist das ein Mitbewerber? Wie siehst du das? Also Hand aufs Herz. Genau, also tatsächlich ist es erstmal so, wir freuen uns wahnsinnig, dass der erste große Hersteller den Schritt gemacht hat, um auch in diese Produktkategorie, Toilettenkategorie einzusteigen. Wir waren vor einer Weile schon mit Knaus im Gespräch, also es handelt sich dann nicht um unsere Toiletten oder unsere Verschweißmechanik, sondern es ist ein asiatisches Fabrikat, das sie da quasi... Jetzt habe ich doch in der Wunde gebohrt. Entschuldigung. Okay. Nee, das ist völlig fein insofern, weil wir waren ja die letzten 3 Jahre, haben immer so ein bisschen die Türenspalt aufgedrückt und haben gesagt, hallo, hier sind wir, wir haben eine Toilette, die ist relativ gut. Und wenn natürlich jetzt jemand wie der Knaus kommt und sagt, pass auf, die Tür, die ihr ein bisschen aufgemacht habt, die stoßen wir jetzt auf und wir bringen da auch die Entwicklung in der Infrastruktur voran.
ran, dann ist es absolut super. Weiterhin, was uns ganz wichtig ist, ob der Tatsache, dass jetzt nicht nur der Knaus, sondern auch andere Hersteller Fabrikate auf den Markt bringen, die ähnlich funktionieren, also das sind per se Verschweißtoiletten, aber das, was drin ist was anderes, die Folie ist was anderes, haben wir uns jetzt zur Aufgabe gesetzt, tatsächlich diese Barriere, weil im Endeffekt, das weißt du selber, um frei zu stehen, musst du eine hohe Barriere haben, das bedeutet, die Folie darf nicht riechen. Das Ding muss dicht sein und du musst Ruhe haben. Egal, ob du 1 oder 10 Tage lang diesen Beutel an Bord hast und auch wenn du ihn entsorgst, muss der dicht bleiben. Einfach der Hygiene willen oder auch um die Infrastruktur, Campingstellplätze oder auch die Müllentsorgung nicht unnötig zu belasten. Und was wir machen werden und was wir schon gemacht haben, wir nehmen uns tatsächlich alle Folienmaterialien, die benutzt werden und geben die zum Fraunhofer und lassen die durch eben, weil das Fraunhofer ein neutrales Institut ist, analysieren. Da gibt es sowas wie Sauerstoffdurchlässigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit. Das definiert im Endeffekt, wie diese Dichtigkeit, die Geruchsdichtigkeit ist. Und da werden wir sukzessive einfach alles, was es gibt, bewerten, weil dann hat der Kunde tatsächlich eine Möglichkeit zu schauen, für was für ein System interessiere ich mich, was für ein Nutzungsverhalten habe ich und was kriege ich mit welcher Toilette. Weil es ist ganz schwierig einzuschätzen, Folie ist Folie, ja, und Verschweißen ist Verschweißen. Also du sagst uns jetzt einfach ganz höflich charmant durch die Blume, dass ihr einfach ein besseres Produkt habt. Also aktuell bestätigt sogar das Fraunhofer, dass unsere Folie eine 900-fach höhere Sauerstoffbarriere hat. Und man kann sich mal runterrechnen, wenn unsere Folie 4 Wochen dicht hält. Ich rechne das in Stunden durch 900, dann weiß ich, wie viel Hygiene oder Geruchssicherheit ich mit den anderen Fabrikaten habe, die es aktuell am Markt gibt. Ich merke schon, du fühlst dich sicher. Das freut mich sehr. Dann herzlichen Dank für diesen Überblick und auch für diese offenen und ehrlichen Worte. Und ihr wisst, wo wir jetzt hinschauen werden. Und auf dem Weg bin ich noch bei Cinderella vorbeigekommen und hier gibt es auch schon Gerüchte, dass 2025 was Spannendes passieren soll. Wenn es soweit ist, werde ich euch natürlich informieren. Und jetzt bin ich bei Knaus und jetzt habe ich sie gefunden. Die neue Cleanflex heißt sie. Bevor wir jetzt aber über die Toilette sprechen, ganz kurz deinen Namen bitte. Vanessa. Vanessa, du stehst uns jetzt Rede und Antwort. Vielen Dank dafür. Erzähl uns mal ganz kurz, worum geht es denn bei dieser Toilette? Genau, diese neue innovative Toilette funktioniert mit Verschweißtechnologie. Das heißt, der Beutel wird mit Verschweiß und dann abgetrennt und in einem Silikonbehälter aufgefangen und dann kann man diesen im Restmüll entsorgen. Und die Folie, die ich jetzt sehe, ist ein bisschen anders als die in der Werbung immer gezeigt wurde. Die in der Werbung war blau, ne? Gibt es da einen Unterschied oder ist es jetzt nur die Farbe? Wir haben einfach weiß gewählt, weil die normalen Toiletten auch normalerweise immer weiß von innen sind. Also das war jetzt der Grund. Okay. Wie lang ist diese Folie dann haltbar, wenn da mein Geschäft verrichtet ist? Wie schnell muss ich es loswerden? Man hat rechts einen Knopf, den kann man bedienen und da startet dann der Schweißvorgang. Das dauert 2 Minuten, bis der Beutel dann abgetrennt ist und man diesen entsorgen kann. Und insgesamt hat man eine Rolle mit dem Plastikbeutel und da kann man insgesamt 35 Beutel verwenden. Okay, wird mir das auch irgendwo angezeigt, weil da ist jetzt kein Display. Sehe ich das dann an der Folie oder? Nein, aber wenn man bei 30 angekommen ist, zeigt eine Markierung an, dass bald zu Ende ist. Verstehe, perfekt. Und was mich nur interessieren würde, wenn die Folie dann verschweißt ist, unten in dem Silikonbehälter ist, wie lange habe ich dann Zeit, bis ich sie wegbringe, bis es riecht oder bis sie durchlässig wird? Also die Beutel sind auf jeden Fall geruchsneutral und auch laufen nicht aus. Man sollte nach 3 Toilettengängen den Silikonbehälter dann entsorgen. Okay, aber theoretisch sagst du, riecht das 10 Tage lang nicht oder 20 Tage lang? 10 Tage lang, genau. 10 Tage lang war das bei unseren Versuchen. Okay, 10 Tage lang rieche ich nichts und danach tritt dann was aus, auch nach den 10 Tagen? Nach den 10 Tagen, da das Material zu 60% abbaubar ist, fängt sich an, das natürlich zu zersetzen und aufzulösen. Das heißt, genau, nach 10 Tagen würde sich das Material auflösen. Das wäre natürlich nicht so gut. Okay. Deswegen am besten vorher entsorgen. Okay, verstehe. Dann habe ich noch die letzte Frage. Das Besondere hier ist ja, habe ich gelesen, dass irgendwie ein Akku mit verbaut ist oder so. Was hat es damit auf sich? Genau, also das funktioniert mit Akku. Das wird einfach über die Stromanbindung aufgeladen, hält dann insgesamt 100 Verschweißungen aus und wird danach wieder aufgeladen. In 3,5 Stunden ist der Akku voll und dann kann man das einfach verwenden. Letzte Frage dazu.
Der Preis wurde ja angegeben ab Werk, glaube ich, 480 €. Kann ich die auch lose kaufen? Weil ich habe jetzt gerade so ein paar Prospekte gesehen. Ich kann die auch unabhängig vom Fahrzeug kaufen, richtig? Genau, die kann man auch unabhängig vom Fahrzeug kaufen. Die können ganz einfach im Fahrzeug eingeschraubt werden. Okay. Jetzt gibt es ja auf dem Markt ganz viele verschiedene Toilettensysteme, vom Trockentrenntoilette, die Kassettentoilette. Es gibt noch einen Mitbewerber von euch. Genau. Wo würdest du sagen, warum seid ihr besser? Einmal, weil wir das mit dem Akku machen, also wir laden unser Gerät auf. Das ist ein Unterschied. Ein zweiter Unterschied ist, dass wir einen Raumspardeckel anbieten und genau damit Platz sparen können in kleineren Räumen. Und ja. Ja, damit sind wir schon mal fein. Ich wäre gespannt, das alles mal zu testen und das dann in Natura mal auszuprobieren. Ich muss mal gucken, ein Auto werde ich mir dafür nicht kaufen, aber vielleicht kriege ich ja irgendwann mal so eine Toilette zum Test, dass wir mal so ein paar Versuche miteinander machen können. Ich sage erstmal vielen Dank, Vanessa, und wünsche dir eine erfolgreiche Messe. Danke. Ciao, danke dir. So Leute, ich nehme jetzt diesen Take gerade, glaube ich, zum 30. Mal auf, weil es mir wahnsinnig schwer tut, das zu formulieren. Worum geht es mir jetzt? Es ist Samstag auf Sonntagnacht und ich schneide gerade dieses Video für euch, weil Messe ist immer so. Du filmst tagsüber und nachts mache ich dann die Videos, um sie euch dann schnellstmöglich zu präsentieren. Und ich dachte mir, ich fange mit dem Toilettenvideo an, weil das wahrscheinlich das kürzeste Video wird von all denen, die ich euch jetzt noch präsentieren werde, bezüglich des Caravansalons, wo ich wirklich sehr, sehr coole Erfahrungen gemacht habe und ich wirklich sehr, sehr viel gesehen habe und gelernt habe. Aber mich hat einen stutzig gemacht, als ich das immer wieder angeschaut habe, und da geht es um die Cleanflex. Also die Toilette, die ich bei Knaus gesehen habe, diese neue Verschweißer-Toilette. Und ich bin eben sehr harmoniebedürftig und ich will auch wirklich keine Karren pissen. Auf der anderen Seite will ich euch natürlich die Informationen so neutral wie möglich geben. Aber ich will auch irgendwie bewahren, irgendwie jetzt mal schnell was zu machen, wo man suggeriert wird, hey, das ist super. Aber ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, aus vielen Gründen. Aber es sind jetzt auch wirklich alles Annahmen, weil ich habe auch leider bei Knaus niemanden wirklich sprechen können. Ich habe es immer wieder versucht bei der Presseabteilung. Da wurde auf meine Anfragen nicht reagiert. Jetzt auf der Messe war es auch ganz, ganz schwierig, einen Termin zu vereinbaren mit der Presseabteilung oder mit jemandem, der vielleicht an der Entwicklung beteiligt war von dieser Toilette. Es sollte anscheinend nicht sein. Das kann ja auch alles mal passieren. Deswegen will ich dem Ganzen auch noch eine Chance geben und ich will mir auf alle Fälle noch mal so eine Toilette ausleihen. Denn das Interessante ist, ich habe mir die Toilette noch mal genauer angeschaut. Und ich meine, das Innenleben erkannt zu haben. Ich dachte nämlich erst, das wäre einfach die Technologie eingekauft, die wir schon kennen von Klesana zum Beispiel. Aber der Messeauftritt und die ganze Werbung, die vorher über diese Toilette gemacht wurde, die suggerierte, ja, das ist alles neu entwickelt und neu erfunden. Ich glaube aber, diesen Innenausbau kenne ich schon von einer anderen Toilette. Und die habe ich mir jetzt zwischenzeitlich mal besorgt. Die wird jetzt gerade geliefert, glaube ich. Und dann will ich da einfach mal Tests machen und will das alles mal ausprobieren. Vor allem was diese Langlebigkeit dieser ganzen Liner betrifft, was wirklich die Qualität der Verschweißung betrifft. Und ich habe da auch noch so ein paar andere Gedanken, die mich einfach umtreiben. Weil als ich das ausprobiert habe, war zum Beispiel beim Schweißvorgang der Deckel offen. Das erscheint mir komisch aus vielerlei Hinsicht. Aber wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur Sachen, die ich so empfunden habe. Und ich will das einfach nur loswerden, weil ich auch glaube, dass viele Leute, und das habe ich eben auch auf der Messe dann erfahren, als Händler gesagt haben und euphorisch waren, gesagt haben, ja super, ich habe gleich Fahrzeuge bestellt und habe die Toilette gleich mitkonfiguriert. Da habe ich gedacht, wow, das ist interessant, weil so wirklich erlebt hat man die Toilette ja noch nicht. Und das ist natürlich auch ganz, ganz schwierig für uns Käufer. Weil wo testest du denn vorher ausgiebig solche Toiletten? Das will ich jetzt noch mal in Ruhe machen und das wollte ich eigentlich nur noch mal mitgeben bei diesem Video. Und gerade dadurch, dass man diese Toilette zwar nicht in dieser Form, aber von der Technologie her besorgen kann, glaube ich, steht diesem Test nichts mehr im Wege. Und das werde ich auf alle Fälle in den nächsten 2 bis 3, 4 Wochen nachreichen, denn ich glaube, das könnte sehr interessant sein. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich will da niemandem was Böses, aber ich will in erster Linie meinen Zuschauern ein bisschen helfen und will die Informationen natürlich auch ehrlich wiedergeben. Und dann kommen wir damit auch gleich zu meinem Fazit. Ja, kommen wir also noch kurz zu meinem Fazit und das spreche ich jetzt auch gleich nochmal hier in der Nacht mit drauf, weil es dann am einfachsten ist und zusammenhängend ist. Generell muss ich sagen, dass ich es total begrüße, dass sich so viel tut immer auf diesem Toilettenmarkt. Und auch da ist es wirklich so, und das muss auch nochmal angemerkt werden, ich bin ja jetzt nur
1,5, 2 Tage auf der Messe unterwegs gewesen und habe auch noch ganz viele andere Themen mitgenommen. Ich kann gar nicht alle Toilettenthemen jetzt mit aufnehmen. Die anderen Innovationen, die ich so gesehen habe, waren jetzt nicht so prickelnd in diesem Thema Toilette. Aber auch in der Trenntoilettenthematik ansonsten tut sich da immer wieder mehr. Es kommen immer mehr Firmen hinzu, die Produkte anbieten und so weiter. Und generell finde ich das super, dass man mittlerweile so viele Alternativen hat und dass jeder die Möglichkeit hat, die richtige Toilette für sich zu finden. Denn das ist wahnsinnig wichtig meines Erachtens aus zweierlei Gründen. Einmal, weil es ein wirklich absolut intimes Thema ist und man sich im Camper auch nur dann wohlfühlen kann, wenn dieses Thema für einen bestmöglich gelöst ist. Das ist das eine. Und das andere ist das Thema Autarkie. Ich glaube, Batterie und Wasser, das ist das eine. Aber Toilette ist definitiv das andere Thema, das die Autarkie sehr stark beeinflussen kann. Und insofern freue ich mich, dass es so viele Alternativen gibt. Ich freue mich auch, dass an diesen Alternativen ständig weiterentwickelt wird, dass es immer wieder neue Lösungen gibt. Und das hat man ja jetzt auch wieder gesehen. Allein mit der Annette, was die alles macht mit ihrer Toilette, das finde ich total beeindruckend und ich finde es schön, wenn Leute so für ihre Systeme, für ihre Lösungen brennen. Das gefällt und imponiert mir absolut. Ich habe auch ein Thema mitbekommen und da muss man auch sensibel sein. Das ist eben bei den Verschweißertoiletten, wo ich ja ein absoluter Fan bin. Da will ich ja auch kein Geheimnis machen. Also ich verwende selber eine und das war für mich ein absoluter Gamechanger. Aber das Thema ist natürlich auch, wenn wir jetzt alle diese Toiletten an Bord haben und wir dann auf den Campingplatz fahren und das alle dort in der Restmülltonne entsorgen, wenn die vielleicht sogar noch eine Müllpresse haben, dann kann das durchaus zum Problem werden. Ich glaube, da muss man jetzt die Gespräche suchen, da muss man mal schauen, ist es wirklich so, dass die Campingplätze das alles schon verweigern und verbieten? Ich glaube, nein, ich habe diese Erfahrung definitiv nicht gemacht. Es ist wie immer im Leben, man muss halt einfach auch selber ein bisschen mit Verstand und so weiter vorgehen. Das Problem sind meines Erachtens nicht die ganzen Hersteller und die uns diese Lösungen bieten. Das Problem sind wir, die User. Wir müssen halt auch verantwortungsvoll und richtig damit umgehen. Das muss man definitiv auch sagen und das muss einem selber auch bewusst sein und das muss einem klar sein. Ja, also so viel dazu. Ich habe auf alle Fälle auf dem Caravan-Salon wieder ganz, ganz viele tolle Menschen getroffen, ganz, ganz viele neue Produkte gesehen. Das werdet ihr jetzt auch in den nächsten Videos auch weiter sehen können, wenn es dann um Zubehör geht, wenn es um Fahrzeuge geht. Allein der Umbau, den wir gemacht haben mit der kleinen Wette, zusammen mit Perfect Van, fand ich total spannend und hat mir irre Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr von diesem Thema haltet. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Feedback habt ihr zu diesem Thema Toiletten und den ganzen Innovationen, die man so sieht und erlebt jetzt auf dem Markt. Ich will aber auch gleich eines nochmal loswerden. Dieses Thema ist sehr intim. Das Thema ist auf der anderen Seite auch sehr polarisierend. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir einfach darauf achten, dass wir da ordentlich miteinander umgehen, dass wir so schreiben und kommentieren, wie wir es auch erwarten, wenn man uns anschreibt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich weiß, dass ich mich da auf euch verlassen kann, weil bisher war das immer so bei den Videos, dass wir da alles super respektvoll miteinander umgegangen sind. Ich will es nur noch mal extra sagen, weil das Thema eben schon wieder ein sehr spezielles ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben. Da geht es mir nicht um die Toiletten oder die Produkte, die ihr gesehen habt, sondern das ist so eine kleine Belohnung für diese Arbeit hier. Und dann wisst ihr, egal mit welcher Toilette, ist mir in dem Fall wirklich völlig egal. Das Wichtigste ist, dass ihr immer tolle Reisen habt und dass ihr vor allem gesund und glücklich wieder zurückkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das wird sehr, sehr bald folgen, wahrscheinlich die nächsten 1, 2 Tage, zum Thema Van, zum Thema Zubehör. Ich habe noch ganz viel im Petto und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bedanke mich fürs Zusehen und ja, wir sehen uns. Bis dann, euer Markus. Ciao.